persönliche und alltägliche Eindrücke mit tiefgründigen Inhalten. Oder vielleicht auch etwas anderes. Das erwartet euch heute in der neuen Folge 3 Fragen, 0 Vorbereitung. Und damit herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Sebastian. Und Jolien. Und ich werde heute meiner lieben Ehefrau 3 Fragen stellen, die sie nicht kennt. Und sie wird spontan darauf antworten. Unzensiert. Ich habe meinen Spickzettel dabei. Erste Frage. Welche 3 Gegenstände feierst du am meisten, die du damals aus Deutschland mit ins Ausland genommen hast? Welche 3 Gegenstände? Das sind bei mir meistens Küchengeräte, aber wenn ich jetzt explizit werden sollte, würde ich sagen, als erstes so ein Mixer. Oder damals aus Deutschland. Wir sind ja zwischendurch in Deutschland gewesen und wieder zurück. Wäre jetzt der Instant-Pot. Und so, wenn ich jetzt keine Küchengeräte nennen sollte, um mal so eine andere Kategorie zu nennen, welche Geräte feiere ich am meisten? Ich glaube, es bleibt bei den Küchengeräten, weil die anderen Geräte benutzt du mehr, die natürlich auch gut sind, dass sie da sind, wie unsere handliche Axt, mit der wir Kokosnüsse öffnen, aber die würde es ja auch, sowas würde es auch hier geben. Also bleibe ich bei meinen Küchengeräten, dann wäre es noch der Personal Blender. Ja, ich arbeite am meisten in der Küche, da benutze ich die Sachen am meisten. Und deine Reihenfolge? Auch meine Reihenfolge? Kannst du das nicht... Na, wenn ich, sage mal, das wirklich an der Reihenfolge festmachen müsste und ich dürfte nur eine Sache davon mitnehmen, dann wäre, glaube ich, Platz 1 der Instant-Pot, dann der Mixer und dann der Personal Blender. Okay. Übrigens, ihr werdet in nächster Zeit auch mehr Videos aus Verena sage ich schon, in den Videos haben wir es aber gesagt, aus Jolins Videos, aus Jolins Küche sehen. Bleibt ist alles so drin. Okay, gehen wir zur zweiten Frage. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen dem Leben hier in Peru und in Deutschland? Die Mentalität der Menschen im Allgemeinen. Weil Deutschland, wir waren ja auch wieder zurück für 13 Monate, da war das oft so, dass die Menschen sehr bei sich sind irgendwie und sehr kühl sind, sie wirken introvertierter auf der Straße und in sich gekehrt und auch eher mal mieskrämerisch und sehr fokussiert, was so eigene Arbeit angeht. Und das ist, finde ich, am meisten kontrovers, weil wenn ich hier bin und durch die Straßen gehe, dann höre ich überall fast den ganzen Tag, fast die ganze Nacht läuft so eine Folklore-Musik, so da und so ein bisschen sind sie halt auch wirklich so. Du hast es selber gesagt, wir haben ja hier einen ziemlich schlammigen Weg, kannst du ja irgendwo verlinken, wo wir den Weg gefahren sind, und es ist ja nicht nur für uns ein schlammiger Weg, es ist auch für die anderen, die hier wohnen, ein schlammiger Weg. Nur der Unterschied ist, wenn uns das passiert, sehen wir meistens so aus. So 3 Tage Regenwetter und sind am Schimpfen und die Einheimischen, hola, geht da, und die sind am Lachen und am Feixen und am Spaß haben. Ist für mich immer noch ein bisschen unvorstellbar. Allerdings merke ich da diese ganze Mentalität, wie sie mit Dingen umgehen, wie sie auf Dinge reagieren, ist eine ganz andere, als was ich das kenne. Und ich habe die Frage ein bisschen vergessen, aber das ist für mich der wesentliche Unterschied. Da würde ich sogar noch eine Anekdote bringen von unserem Freund Thomas. Seine Ehefrau, die kommt ja aus Argentinien, und ich hatte mit ihr ein Gespräch gehabt, der Alexandra, und sie sagte zu mir, dass die Menschen in Argentinien, und ich tue das jetzt ein bisschen pauschalisieren auf Südamerika, meine Erfahrung bislang, sie leben sehr in den Tag, was es jetzt gerade braucht. Und was ich halt sagte, die Deutschen sind sehr auf die Arbeit fokussiert, die sind schon ganz viele Punkte weiter in der Zukunft. Und sie hat das halt vermisst am meisten an ihrem Land, dass die Menschen so in dem Moment jetzt leben. Es regnet, ah ja, dann machen wir das, und jetzt ist das, und dann machen wir das. Ist halt schon der größte Unterschied. Ja. Ich denke, das ist ausreichend. Also, falls jemanden von euch noch tiefgründigere Antworten interessieren würden, dann schreibt es in die Kommentare rein. Dritte Frage. Welches Lebensmittel fällt dir am meisten aus Deutschland? Aus Deutschland? Das sind so, oder welche Speise? Aber ja doch, wir sind ein paar Sachen gekommen. Das ist der Rosenkohl und der Kohlrabi. Es sind so diese winterlichen Sachen, wie so Grünkohl. Wirklich dieses Derbe, was in Deutschland auch verbunden wird mit dem Winter, das ist ja das, was hier wirklich fehlt. Das ist diese Jahreszeit, wo es kalt wird. Nicht, dass ich es an sich vermisse, aber ich vermisse diese ganze Botschaft, die hinter dem Winter steht. Und hinter dem Winter verbinde ich halt, dass man dann viel Kohl isst, eingemacht, dass es eher eine warme Suppe ist. Und das geht halt hier ein bisschen verloren. Nicht, dass ich es wirklich vermisse, aber emotional, diese Emotion, die ich damit verbinde, die ist halt hier nicht vorhanden.
Und da kommt dann ja auch diese Weihnachtlichkeit, ne? Weil du gesagt hast, wegen Speisen, wäre ja dann auch Lebkuchen, Marzipan, das ist so die Weihnachtszeit. Aber das ist mehr die Emotion, die ich damit verbinde, als per se das Lebensmittel. Und ja gut, wenn wir jetzt noch ein paar Lebensmittel nennen wollen, also es gibt hier Blaubeeren zu kaufen, aber das ist nicht die gleichen wie die Wildblaubeeren oder Heidelbeeren in Deutschland oder die Himbeeren, die bei uns im Garten gewachsen sind. Aber das ist auch nochmal so ein Punkt, was ich damit verbinde, dass sie bei uns im Garten gewachsen sind, die Kirschen und die Beeren. Und richtig vermissen nicht mehr so diese, was so dahinter steckt mit. Das ist das, was ich dann vermisse. Das ist, jeder Ort hat halt seine Flora und Fauna und dafür haben wir halt hier Mangobäume und Zitrusfrüchte, die wir jetzt in Deutschland so nicht direkt neben dem Haus hatten. Ich hätte auch, glaube ich, andersrum mehr genannt. Ja. Darf ich kurz? Ja, weil in Deutschland hat man ja den Vorteil, zum Beispiel, da gibt es tropisches Obst im Supermarkt. Es ist zwar ein ganz gängiges Obst in Deutschland, aber es ist die Banane. Die wächst da gar nicht. Und das ist halt hier, das wächst bei uns im Garten. Und ich kann die halt als Bio bei uns direkt zubereiten oder essen. Und das würde ich mehr vermissen, besonders wenn Deutschland dann dazu käme, dass die wirklich nur noch ihr regionales Obst verkaufen. Also dann würde ich schon deutlich mehr vermissen als jetzt andersrum. Das denke ich, das können vielleicht die nachvollziehen, die auch schon, ich sag mal, ein Leben in einem anderen Umfeld erlebt haben. Übrigens, es ist der zweite Teil. Der erste Teil, den werde ich oben in die Infokarten verlinken, wer es noch nicht gesehen hat. Da hat meine Frau mir 3 Fragen gestellt und wir möchten diese Reihe gern fortführen und werden in unregelmäßigen Abständen da Erweiterung bringen. Hast du noch ein Schlusswort zu sagen? Weiß ich nicht, vielleicht magst du ja noch auf die Schnelle sagen, welchen Gegenstand du froh bist, dass du ihn jetzt dabei hast, den du vermisst hättest. Um aus der männlichen Kategorie noch was zu bringen. Fällt mir schwer, ja? Weil du weißt ja, ich wäre auch gegangen mit dem Koffer bloß, mit einem Koffer. Also dann hättest du den Koffer vermisst. Du dann hätte ich zwar, wäre mir auch zwar schwer gefallen, ich sag mal, einiges dazulassen, aber alles ist ersetzbar. Ich würde aber auch fast sagen, es gehört mit zu den Küchengeräten. Ja. Weil, ich sag mal, Werkzeug kann ich mir auch hier besorgen, auch wenn es vielleicht nicht alles gleichwertig ist. Wobei hier gibt es auch Markengeräte. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier nur mit einem Hammer und mit einer Hand, mit einem Fuchsschwanz durch die Gegend laufen oder so. Wobei ich die gerne benutze und ich säge viel mit dem Fuchsschwanz ab. Aber ich finde jetzt so die Zeit, seitdem wir das Gerät haben, den Instant Pot, auch wenn jetzt vielleicht, es wird mehr bei uns davon jetzt kommen, weil wir einfach dieses Gerät feiern, weil es einfach so ein tolles Küchengerät ist, weil es uns die Arbeit extrem erleichtert, in der Küche Zeit einspart. Und deswegen finde ich das Gerät eigentlich toll, weil es so viele Funktionen vereint in einem. Und deswegen würde ich auch fast sagen, das hätte mich jetzt auch gewurmt, wenn wir es hätten nicht mitnehmen können. Allerdings, wenn wir es nie gehabt hätten, dann hätte ich es auch nicht vermissen können. Also im Prinzip alles ist ersetzbar. Ja. Also eins würde ich noch anhängen. Es hat auch damit zu tun, dass merke ich, desto länger wir in dem Land sind, wo wir jetzt sind, desto weniger fixiere ich mich auf die Sachen, die wir mitgenommen haben. Also ich genieße immer noch, dass sie da sind, wie du schon sagst, aber ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, wenn sie nie da gewesen wären, wäre ich mit der Situation mittlerweile auch ziemlich im Frieden. Was vielleicht was ist, aber das sind mehr so Bücher. Wir haben Bücher auch mitgenommen, weil es eben die dann teilweise, wir sind halt Freund von Hardcover-Büchern, von einem echten Buch, nicht von digital nur. Und die gibt es halt nicht alle in spanische Sprache übersetzt und hier in Peru sind Bücher, ja, es ist nicht so gang und gäbe, dass die Menschen Bücher lesen. Es ist schwieriger, so ein Buch zu bekommen. Deswegen, das wäre vielleicht was. Aber ich möchte es nicht in die Länge ziehen, weil die Fragen gingen eigentlich an meine Frau. Und du warst schon fertig. Ich war schon fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Leben. Und bis bald. Tschüss. Dir hat das Video gefallen? Dann klicke auf den Abonnier-Button und aktiviere die Glocke. Und schaue gerne weitere Videos von uns an.